Willkommen zurück. Als Hundebesitzer wollen wir nur das Beste für unsere vierbeinigen Freunde. Doch oft schleichen sich Gewohnheiten ein, die für Hunde Stress oder sogar Schmerz bedeuten. Heute gehen wir tief ins Detail und schauen uns 16 Dinge an, die du ab sofort lassen solltest, um die Bindung zu deinem Hund zu stärken. Punkt 1: Bestrafung für Vergangenes. Ein klassisches Szenario: Du kommst nach Hause und der Hund hat den Müll zerfetzt. Viele schimpfen dann lautstark. Aber wusstest du, dass dein Hund die Schimpfe nicht mehr mit der Tat verknüpfen kann? Hunde leben im Hier und Jetzt. Wenn du erst nach Stunden schimpfst, versteht er nur, dass du wütend bist, wenn du nach Hause kommst. Das zerstört sein Sicherheitsgefühl. Setze lieber auf Management und verhindere den Zugang zum Müll, anstatt nachträglich zu strafen. Zweitens, die Liebesumarmung. Wir Menschen drücken unsere Zuneigung durch Umarmungen aus. In der Hundewelt ist das Umschlingen des Halses oder Körpers jedoch oft ein dominantes oder bedrohliches Verhalten. Viele Hunde fühlen sich dabei eingeengt und gestresst. Achte auf die Zeichen: leckt sich dein Hund über die Nase, wendet er den Blick ab oder gähnt er. Das sind klare Signale, dass er sich unwohl fühlt. Streichle ihn lieber an der Seite oder am Brustkorb, das empfinden die meisten Hunde als viel angenehmer. Drittens, den Schlaf stören. Hunde schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Das ist kein Faulenzen, sondern lebenswichtig für ihre psychische Gesundheit. Besonders Kinder neigen dazu, den Hund zu wecken, wenn sie spielen wollen. Das muss sofort aufhören. Hunde verarbeiten im Schlaf Erlebtes. Ein plötzliches Wecken kann einen Schreckreflex auslösen, bei dem der Hund schnappt. Bring allen Familienmitgliedern bei: Lass schlafende Hunde ruhen. Ein fester Rückzugsort, an dem er absolut ungestört ist Gold wert. Viertens, gefährliche Lebensmittel teilen. Es ist so verlockend, den Hundeblick beim Essen mit einem kleinen Stück zu belohnen. Doch viele unserer Grundnahrungsmittel sind für Hunde hochtoxisch. Schokolade ist bekannt, aber wusstest du auch, wie gefährlich Weintrauben oder Zwiebeln sind? Sogar zuckerfreie Kaugummis mit Xylit können tödlich sein. Wenn du teilen willst, dann nimm hundesichere Alternativen wie Karotten oder ein Stück Apfel. Informiere dich genau, was in deinem Essen steckt, bevor du schwach wirst. Die Gesundheit deines Hundes hängt davon ab. Fünftens, das Rucken an der Leine. Viele Besitzer korrigieren ihren Hund durch kurze, harte Rucke. Das Problem: Der Hals des Hundes ist extrem empfindlich. Dort sitzen Kehlkopf, Schilddrüse und die Wirbelsäule. Ständige Erschütterungen können chronische Schäden verursachen. Zudem löst der Schmerz oft eine Fehlverknüpfung aus. Wenn der Hund zu einem anderen Hund will und du ruckst, lernt er: andere Hunde bedeuten Schmerz. Trainiere lieber die Leinenführigkeit über positive Verstärkung und Aufmerksamkeit. Das ist nachhaltiger und schmerzfrei. Sechstens, im Auto lassen. Es wird jedes Jahr wiederholt, aber es passiert immer noch. Selbst bei milden 20 Grad Außentemperatur heizt sich ein Auto innerhalb von Minuten auf über 30 Grad auf. Hunde können nicht schwitzen wie wir, sie überhitzen extrem schnell. Ein leicht geöffnetes Fenster bringt fast gar nichts. Es ist eine Todesfalle. Wenn du einen Termin hast, lass deinen Hund zu Hause im Kühlen. Wenn du ihn mitnimmst, muss immer eine Person beim Hund bleiben oder er muss mit nach draußen. Nur 5 Minuten. Siebtens, Angst ignorieren oder bestrafen. Früher hieß es oft: Ignoriere die Angst, sonst verstärkst du sie. Heute wissen wir: Angst ist ein Gefühl und Zuwendung durch eine vertraute Person hilft, das Stresslevel zu senken. Den Hund allein zu lassen, verschlimmert sein Trauma nur. Sei für deinen Hund da. Du musst kein Mitleid zeigen, aber biete ihm Schutz und Sicherheit an. Wenn er deine Nähe sucht, gib sie ihm. Ein ruhiges „Ich bin da" kann Wunder wirken und die Bindung in schwierigen Situationen enorm festigen. Achtens, Zahnhygiene vernachlässigen. Mundgeruch beim Hund ist nicht normal, sondern ein Zeichen für Bakterien. Wenn Zahnstein nicht entfernt wird, wandern die Entzündungen über die Blutbahn zu den Organen, insbesondere zum Herzen und zu den Nieren. Gewöhne deinen Hund schon als Welpe an das Zähneputzen. Es gibt spezielle Zahnpasta mit Fleischgeschmack, die es einfacher macht. Kauartikel können unterstützen, ersetzen aber oft nicht die mechanische Reinigung. Ein regelmäßiger Check beim Tierarzt ist unverzichtbar. Neuntens, Stöckchen werfen. Es sieht nach dem perfekten Naturspielzeug aus,
birgt aber enorme Risiken. Ein Stock kann sich beim Aufprall in den Boden rammen und wie ein Speer in den Rachen des Hundes bohren, wenn er ihn fangen will. Auch Splitter im Zahnfleisch sind häufig. Greife stattdessen zu sicherem Spielzeug aus Naturkautschuk oder speziellen Apportier-Dummies. Diese sind so konzipiert, dass sie keine Verletzungen verursachen und auch keine Giftstoffe enthalten. Sicherer Spaß sollte immer an erster Stelle stehen. 10. Übergewicht ignorieren. Jedes Gramm zu viel auf den Rippen verkürzt die Lebensdauer deines Hundes statistisch gesehen um bis zu 2 Jahre. Es belastet die Gelenke und führt zu Diabetes und Herzproblemen. Oft merken Besitzer es gar nicht, weil es schleichend passiert. Du solltest die Rippen deines Hundes beim Streicheln leicht fühlen können. Wenn nicht, ist es Zeit für eine Diät. Reduziere die Leckerlis und wiege das Futter genau ab. Mehr Bewegung im Alltag hilft euch beiden, fit und gesund zu bleiben. Gesundheit ist das größte Geschenk. 11. Die Krallenpflege vergessen. Wenn du das Klicken der Krallen auf dem Boden hörst, sind sie bereits zu lang. Das drückt die Zehen nach oben und führt zu einer unnatürlichen Pfotenstellung, was langfristig Gelenkschmerzen und Arthrose verursacht. Besonders bei älteren Hunden, die sich nicht mehr so viel bewegen, nutzen sich die Krallen kaum noch ab. Traust du dich nicht selbst, lass es beim Tierarzt oder Hundefriseur machen. Es ist eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung für das Wohlbefinden deines Hundes. 12. Inkonsequenz in der Erziehung. Hunde lieben Strukturen. Wenn du heute Nein sagst, morgen aber ausnahmsweise Ja, verwirrst du dein Tier. Inkonsequenz erzeugt Stress, weil der Hund nie sicher weiß, was von ihm erwartet wird. Er braucht klare Grenzen. Einigt euch in der Familie auf gemeinsame Regeln. Wenn der Hund nicht am Tisch betteln soll, darf niemand ihm heimlich etwas zustecken. Klare Ansagen machen das Zusammenleben für alle entspannter. Konsequenz hat nichts mit Strenge zu tun, sondern mit Klarheit. 13. Das Schnüffeln verbieten. Ein Spaziergang ist für den Hund nicht nur körperliche Bewegung, sondern vor allem mentale Arbeit. Den Hund ständig weiterzuziehen, wenn er eine interessante Stelle gefunden hat, ist für ihn extrem frustrierend. Es ist seine Art der Kommunikation. Baue Schnüffelpausen ein, in denen dein Hund das Tempo bestimmt. 10 Minuten intensives Schnüffeln lasten einen Hund oft mehr aus als eine Stunde stures Laufen. Lass ihn seine Hundezeitung lesen. Das macht ihn zufrieden und ausgeglichener im Alltag. 14. Schmerzhafte Hilfsmittel. Würgehalsbänder, Stachelhalsbänder oder sogar Elektrohalsbänder haben in der modernen Hundeerziehung nichts verloren. Sie arbeiten über Schmerz und Angst, was die Ursache eines Problems nie löst, sondern oft nur unterdrückt oder verschlimmert. Ein gut sitzendes Üdgeschirr verteilt den Druck optimal und lässt die Schultern frei beweglich. Investiere in eine gute Ausrüstung und in einen gewaltfreien Trainer, falls ihr Probleme habt. Vertrauen baut man nicht durch Schmerz auf, sondern durch Kooperation. 15. Erzwungene Sozialkontakte. Nicht jeder Hund muss mit jedem anderen Hund spielen. Den Hund auf eine überfüllte Hundewiese zu schicken und zu hoffen, dass sie das unter sich ausmachen, führt oft zu traumatischen Erlebnissen. Soziale Kontakte müssen positiv sein. Wähle passende Spielpartner für deinen Hund aus. Achte darauf, dass das Spiel ausgeglichen ist und beide Hunde Spaß haben. Wenn dein Hund sichtlich gestresst ist, nimm ihn aus der Situation. Du bist sein Beschützer und entscheidest, wer in seinen persönlichen Bereich darf. Und 16. Anzeichen von Schmerz übersehen. Hunde sind Meister darin, Unwohlsein zu verbergen, ein Erbe ihrer wilden Vorfahren. Ein Hund, der langsamer aufsteht oder weniger spielen will, ist oft nicht einfach nur alt, sondern hat Schmerzen. Warte nicht auf offensichtliches Winseln. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Tierarzt können Krankheiten frühzeitig erkennen. Taste deinen Hund regelmäßig ab. Achte auf Veränderungen im Gangbild oder Appetit. Deine Aufmerksamkeit kann ihm viele schmerzfreie Jahre schenken. Er verlässt sich voll und ganz auf dich. Das war ein tiefer Einblick in 16 Dinge, die du sofort stoppen solltest. Indem wir diese Fehler vermeiden, zeigen wir unseren Hunden die Wertschätzung, die sie verdienen. Welcher dieser Punkte hat dich am meisten überrascht? Lass es mich in den Kommentaren wissen und abonniere den Kanal für mehr Tipps rund um dein Leben mit Hund. Bis zum nächsten Mal.